48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische Da ist er. und ein Pokal. Check. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure and Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 10. Episode des YPC Boat 2024. Heute entscheidet sich, welche beiden Teams in diesem Jahr als erstes die Endrundentickets lösen. Vor dem letzten Viertel in Gruppe A steht es wie folgt. In Führung liegt Bullseye, die in der letzten Folge mit 2 kapitalen Zandern und einem 89er Hecht einen großen Schritt in Richtung Finale gemacht haben. Dahinter liefern sich CWC und die Fisch und Fang ein Kopf-an-Kopf-Duell. Roughneck auf Platz 4 musste hingegen federn lassen und auch Fish Explorer benötigt in den verbleibenden Stunden mindestens 3 richtig starke Fische, um sich hier noch ernsthafte Chancen auszurechnen. Ein noch dickeres Brett hat allein das Duo von Nace zu bohren, das am River Day bisher vergeblich auf konkurrenzfähige Zander geangelt hat. Apropos River Day, bevor wir starten, werfen wir einen kurzen Blick auf die Karte. Bisher hat heute noch niemand das Gewässer gewechselt. Das heißt, Nace fischt weiterhin auf der Newer Mars. Roughneck bewegt sich zwischen Oude Mars und Dortscher Kiel. CWC fischt auf der Meerwede, Fisch und Fang auf der Mars, Bullseye und Fish Explorer auf dem Rhein-Schelde-Kanal. Der Vormittag war bereits böig, zum Nachmittag hat der Wind aber noch einmal aufgefrischt. Macht euch bereit für eine stürmische Schlussphase. Es ist etwas stürmisch, aber angeln bei schönem Wetter und keinem Wind kann ja jeder, oder? Nee, das ist schon heftig hier. Aber für die Angelei funktioniert das echt noch super, wenn ihr ein passendes Boot dafür habt. Wir haben hier ein super geiles Boot von Finnwall, einen 555 Sportangler mit 200 PS. Also wir haben eine hohe Bordwand. Wir können also sehr sicher bei diesen Konditionen auf den Gewässern hier fahren. Wir haben jetzt alle Geber ausgeschaltet, damit wir wirklich auf so einem Gewässer, wo relativ viel Angeldruck ist, meiner Meinung nach spüren die Fische das schon, wenn da viel Angeldruck ist. Deswegen lassen wir wirklich nur die Karte an, dass wir grob wissen, wo wir sind. Und versuchen so wenig wie es geht Geräusche zu machen. Der Bugmotor ist auch noch drin, damit er auch als zusätzlicher Driftanker quasi nutzt. Den haben wir aber nicht an. Selbst diese Rotation spüren oftmals die Fische. Wir angeln jetzt sicher schon 2,5 Stunden ohne Kontakt. Anscheinend ist jetzt gerade nicht Beißzeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben vorher eine relativ tiefe Drift gemacht und machen aktuell jetzt gerade auf 4-5 Meter eine Drift. Und wir sind einfach auf der Suche nach einem richtig dicken Hecht, weil den wollen wir upgraden. Da haben wir jetzt noch auf jeden Fall Potenzial. Ja, und ich bin nach wie vor zuversichtlich. Wir haben noch Zeit. Die Bedingungen sind nach wie vor gut für Hecht. Das wird Abs im Gespür. Konzentration. Fisch. Jo, und mein Wobbler ist frei. Hecht. Oh, guter Hecht. Sehr guter Ja. oder kleiner Kescher? Nee, guter Hecht. Oh, der hat es schon mal angefasst zwischendurch. Kommt da. Jo. Jetzt haben wir es wieder. Ja, Hat er sie befreit, sehr gut. gerissen. Gut. So, Okay, ist nicht leicht zu angeln hier gerade mit dem Wind und so, aber das geht. Hier ist der Köder drin. Kleinen Twitchmaster, kann man alles mitfangen. Gregor macht die Matte nass und dann gucken wir mal. Ja, der könnte 80 haben, also schöner. der hat 80.
Oh, schöner Hecht. Da ist er. 85, ne? Geil! Jawohl. So, Kumpel. Du darfst noch eine Runde in der Maß schwimmen. Sehr gut, mein Junge. Sehr gut. Ja, echt klar, Sehr gut. Da klappt's wieder alles. Sau gut. Ich habe jetzt hier einen kleinen Twitchmaster geangelt, also den 7 cm, unseren, ja, den wir als erstes gebaut haben. Olive Chartreuse, der ist hier immer gut gelaufen. Und ich hatte dann tatsächlich, wie angekündigt, eben das Vorfach gewechselt auf Titan. Wenn ich hier schräg gegen den Wind schmeißen muss, da verwickelt sich ganz oft der Köder, weil es ist einfach mit der Spinnrute schräg gegen den Wind dann Propellernähe. Und ich hatte jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 10 Überschläge mit fürchterlichen Verwicklungen, aber das Vorfach ist noch 1A gerade, keine Knicke drin, gar nichts. Und ihr seht, es ist an und für sich ein kleiner Barschköder, aber der Hecht mit einem Fluorcarbon-Vorfach, es wäre ein 100%iger Abriss geworden. Ja. Deswegen in so Flüssen, also da ohne Stahl auch solche Köder zu angeln, das geht eigentlich nicht, muss man mal sagen. Ja. Für uns jetzt natürlich geil, ne? Also der ist top, der Fisch, und es läuft wie am Schnürchen für uns, also ja. Nach dem Hecht von Birger jetzt so eine kleine Gedankenrunde. Wir wissen natürlich nicht, was andere Teams jetzt fangen, und kann natürlich bei denen auch so gut laufen wie bei uns. Und wir haben keinen Einfluss auf das, was momentan passiert. Ob die Hechte beißen, ob die Barsche beißen. Weil angrund von allen Fängen kann man nachlesen. Einfach oder sich das vorstellen, was läuft momentan. Und das haben wir überhaupt keinen Überblick. So, jetzt gehen wir einfach auf gut Glück. Probieren wir mal größte Fische fangen und so viel wie möglich. Ganz einfach. Den Überblick haben wir. Dank Birgers schönem Hecht liegt die Fisch und Fang jetzt wirklich nur noch hauchdünn hinter CBC. Für Nace ist der Abstand zu den Qualifikationsrängen deutlich größer. Wie sieht es aus mit der Aufholjagd von Dustin und Felix? Fisch an. Kleiner leider. Klein? Ja. Der sieht so klein nicht aus. Ja, doch. Mini, ne? Ja. Oh, der erste Fisch für mich. Leider wieder ein sehr, sehr kleiner Fisch. Der hat nicht mal Maß. Oh, ich hatte kurz Hoffnung, aber ich habe schnell gemerkt, das ist nur ein kleiner. Naja, in Anführungsstrichen besser als nichts. Bringt uns aber halt auch gar nichts. Mein Gefühl sagt mir, wir sollten nach hinten gehen, nochmal zum Wilhelmsbrücke. Perch. 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 Good. Big one. Yep. Net. It's not a monster. Yeah, but it's a fish. It's a 37. 37 perch. I think it's no upgrade. It's a nice one. Yes. Yes. Endlich kein Barsch, den Prey One. In 7 cm sind das, glaube ich. Das ist ein harter Kampf. Gerade mal eine kleine Windpause ausgenutzt zum Jiggen. Legen den schnell mal aufs Mesherboard. Mund zu. Ja, bleibt bei 38 cm. Lassen wir den Guten wieder schwimmen. Jetzt kam endlich der Barsch. Jetzt haben wir wirklich lange drauf gehangen, viele Fehlbisse auch. Habe jetzt hier gesehen, dass ein bisschen kleine Fische unterwegs sind. Ich habe gedacht, ich probiere es mal auf dem Boden. Hat gleich geklappt. Steve hat jetzt auch schon wieder Kontakt. Vielleicht haben wir sie mal gefunden. Ja, große Barsche brauchen wir schon. Ich denke, mit Nace wird sicher die einen oder anderen guten Fische fangen. Bullseye sowieso. Wir geben unser Bestes. Und ja, jetzt haben wir auch schon einige Teams gesehen, die nach unten gefahren sind. Die kamen von ganz oben. Wahrscheinlich ist es auch nicht so angenehm zu angeln im Wind. Jetzt ist zwar eine Phase, die gerade völlig okay ist zum Angeln. Müssen wir jetzt gleich ausnutzen. Und
ja, ich bin gespannt, was die anderen Teams noch so machen. So, das war's. Well done. It is what it is. Power Hour vorbei. Ziemlich bitter. Ihr habt mich wahrscheinlich die ganze Stunde nicht ein Wort sagen hören, weil bei dem Wind und mit den Bedingungen hier, mit den Schiffen und allem, muss man einfach ehrlich sein, war es so tough. Ich hatte 3 große Fische im selben Format wie den gestern drauf, also auf dem Bildschirm. Alle sind sie an den Köder ran, keiner hat gebissen. Das kann man leider manchmal nicht mit beeinflussen, so ist es halt, damit müssen wir leben. Das müssen wir jetzt schon ehrlich sein, macht ein bisschen erhöht den Druck doch schon immenser, weil jetzt geht es wirklich darum, dass wir jetzt Gas geben müssen, weil der große Kickerfisch, den wir uns erhofft haben, der kam zumindest nicht beim Pelagen. Was ein bisschen nervt. Auf andere Wege zum Zander und zum Barsch finden. So ist also genau. wieder werfen gehen und dranbleiben. Mehr können wir nicht machen, aber wir brauchen die Fische jetzt dringend. Absolut. Und die suchen wir jetzt. Wir machen uns noch mal ganz kurz im Kopf einen Plan zurecht, was wir jetzt genau machen. Und dann werden wir euch mitteilen und dann den Plan auch verfolgen. Ist? Ja, ich glaube schon. 9 Köder dran, ich sehe, ob es ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Siehst du? Gerade rangemacht, den Köder. Ah, scheiße. Fischer. Der sieht gut aus, oder? Guter Fisch. Der sieht gut aus, Becky. Der ist auf jeden Fall besser. Den brauchen wir. Steht gut unten, ne? Guter Biss gewesen? Jo. Ah, hängt am Kopf, zählt, aber trotzdem. Hier. Deshalb war der so schwer. Oh, ich hab gedacht, er hat sich so groß angefühlt. Aber der hing am Kopf. Braucht man gar nicht messen, das denn, oder? Sag mal. Naja, ist ein Upgrade, würde ich schon mal messen, wenn wir doch noch auf Hecht gehen. Vorne dran. 50,5. Noch so ein 51er Schniepe. Ey, der hat sich in der starken Strömung so schwer angefühlt. Ich hätte schwören können, das war ein großer Fisch. Oh, so richtig Glück haben wir irgendwie nicht, ey. Naja, der darf gleich wieder zurück. Wind nimmt zu. Das heißt, es kommt so blöd hier von der Seite rein. Dann kann man manche Plätze nicht so sauber fischen, aber das macht nichts. Am besten, man bricht sich da dann auch nicht ewig einen ab, sondern probiert das eben, wenn man merkt, es geht einfach nicht richtig, dann fährt man woanders hin, weil krampft man sich hier rum, kommt nur schlechte Laune auf, aber dann fängt man sowieso nichts. Also, gut. Alles klar, dann weiter. Wir fahren jetzt an einen Spot, an dem wir Barsch, Hecht und auch Zander, ich weiß nicht, aber Barsch auf jeden Fall und Hecht hatten. Und in der Hoffnung einfach, dass wir das ablaufende Wasser, was wir gerade haben, jetzt noch nutzen können und dort halt auf jeden Fall noch irgendwie den Barsch upgraden können. Und danach arbeiten wir uns wieder die Spots runter, gehen nochmal an einen Zanderspot. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir Strecke machen, dass wir die aktiven Fische irgendwie finden. Und dementsprechend wird das, glaube ich, der beste Plan sein, oder? Ja, mehr können wir im Moment nicht machen. Aber wir haben ein paar Spots, wo wir gut gefangen haben in der Vergangenheit. Und da versuchen wir unser Glück. Let's try. Also auf geht's, komm. You know your spots, and you said that we're going to take a decent sander on the piles. Yeah. You did it. Yeah, I know these waters so really good, and even if we pre-fished the wrong lake yesterday or the wrong river, I have confidence in this river. This is one of my favorite rivers, and I know the spots, and it's just too. But it's so nice. We have on pre-fishing, I think over 10 sanders on the Pig Hula Shatter. It's so effective for sander. Nobody actually fish sander with that kind of type of lure, but it works so good.
Yeah, you see it. We catch the sanders here at deep water. It was over there maybe 4 meters, 4 or 5 meters. Yeah. And even we caught sanders on deeper water. Yeah, of course. So, yeah, for me it's also an eye opener that you can catch them on a cheddar so deep. Yeah. But the key is cast and retrieve really slowly, like almost. Then it goes like. Nein, verloren! Das war ein 60er Fisch. Oh, wir haben auch kein Glück heute. Fuck! Jig spinner, eh? Back. Oh no, price! No! Premier lance avec le jig spinner, toujours le fire tagger, assez beau petit brochet, on va quand même le mesurer. Oh, 68. Hop. Allez. Good job. Okay. It's upgrade. Yeah? Yeah? Okay. Good job. Nace klebt weiterhin das Pech an der Route. Fish Explorer verbessert sich minimal, wird aber deutlich bessere Fische brauchen, genauso wie Roughneck, die inzwischen am neuen Spot angekommen sind. So, wenn mal kein Riesenschiffverkehr ist, dann kann man mit einer 126 durch den Fluss fahren. Aber das bringt alles nichts, weil wir sind hier nicht zum Boot fahren, sondern zum Fischefangen. Wir sind am nächsten Spot angelangt und hoffen, dass wir jetzt hier unsere Barge kriegen. Wir müssen einfach alles probieren, alles geben und der Rest liegt nicht mehr in unserer Hand. Ja, das ist immer beim Freiwasser, ist Erfolg und Niederlage so dicht beisammen. Das ist oftmals oder meistens ein Biss. Manchmal an einem Tag, es kann auch ein Biss in 2, 3 Tagen sein. Aber ganz ehrlich, nach dem Wetterwechsel hätte ich mir mehr erhofft, als wir jetzt hier aus dem Tiefen geholt haben, weil schlussendlich hat man über dem tiefen Wasser keinen einzigen Biss. Fisch war ab und zu was unterwegs, aber wir machen jetzt die Drift noch ein Stück weiter und dann ist eigentlich gerade die Kante vom Tiefen hoch. Oben ist nochmal so 15 Meter Kraut bis ans Ufer, wo es so 2,5 Meter tief ist. Und das war auch da, wo wir die Fische bis jetzt schon hatten. Da steht voll der Wind drauf. Und wenn wir die Drift durch haben, dann ist fertig gepokert. Dann werden wir die Kante noch auf und ab driften und werfen. Bin mir sicher, da fangen wir noch Hechte, aber den größeren Hecht hätte ich jetzt heute im Freiwasser vermutet. Vielleicht haben sie schon gefressen, wer weiß es. Aber nach wie vor haben wir 2,5 Stunden Zeit. Da ist noch alles drin. You sure you want to drift? Yeah. I want the big perch. If this drift doesn't give any fish, we're gonna do it my way. We do it because together. This is waste of time. No, it doesn't. Stefan, I fished these rivers yeah, for 15 but hey, years. We had a plan before we came here, and then it was. Yeah, but there is no fish in the middle. They are around the piers. Last time we were here, my friend, no fish on the piers. No, but all now the fish was taken between the piers. And of course, it's fish around the piers, but you have also perch patrolling on the edges. They're not standing on the piers forever. They swim. And now we are here. I think we should do what we said we should do also. Slow off a little bit for us. We can't find the fish for the moment. We try some weed lines, some rock piles. Nothing happens for the moment, but you need to search for them all the time, and we're gonna have some bite quite soon again, I think. So just
Be with us and you're gonna see, okay? Boah, 10 Gramm kann man gerade vergessen. Ja. Mann, knallt das hier um die Ecke. Dann schwerer. Ne? Also das Wetter ist wirklich eine Vollkatastrophe. Und irgendwie haben wir bei einer Sache, bei der Spotauswahl, gar nicht nachgedacht. Und das ist die Windrichtung. All unsere Spots sind gefühlt auf der linken Flussseite und dementsprechend alles Vollgas im Wind. Aber Ja. naja. No excuses. No. Wir kriegen nämlich schon noch was. Ja, wir müssen uns eine andere Stelle suchen, weil es mit dem Wind hier ein bisschen zu heftig wird. Und sind jetzt gerade am Diskutieren, wo wir als nächstes angreifen wollen. Die Drift hier haben wir gemacht, das war relativ schnell. Wir haben so ca. 2,5 km/h bei dem Wind, dass wir da nicht, dass wir schön parallel mit dem Ufer uns fortbewegen. Und jetzt schauen wir halt, an welcher Stelle, dass wir etwas entspannter driften können, ohne dass ich die ganze Zeit an der Fernbedienung rumspielen muss. Machst du unter den Buchmotor rein? Und dann werden wir da noch mal unser Glück probieren auf Hechte. Fisch, 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 Fisch. Wow, 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 wow. Was ist für ein Arsch? Nee, ist nicht dein Ernst. Ich dachte, das war ein Barsch mit den roten Flocken. Holy shit. Oh, zumindest wie er gekämpft hat. Ja, Barsch in der Größe wäre perfekt gewesen, als ich die roten Flossen gesehen habe. Habe ich gedacht, das ist genau der Barsch, den wir gebraucht haben, aber leider nein. Wenn wir jetzt zum Spaß angeln wären, dann wäre das ein netter Beifang, der auch völlig regulär gebissen hat, dass es sich den Crank voll genommen hat. Aber genau dort, dachte ich, steht der Barsch und genau die Größe. Naja, einfach weitermachen, sich versuchen zu belohnen. Du hast es aber mit den Viechern. Ja, wirklich. Ich hab das, ja. Marco hat im Training schon 2 von den Jungs gefangen. Ich habe hier noch nie so ein Hybrid oder Aaland. Ich weiß nicht genau, ob es ein reiner Aaland ist, aber auf jeden Fall so einen Friedfisch gefangen. Und Marco hat schon mit dem jetzt schon 3 Mal hinbekommen. Einmal Spinnerbait, einmal Zikade und einmal jetzt noch den Sculpo, also ein Crankbait. Wahnsinn. Ich bin kein Experte, aber für mich sah es aus wie ein lupenreiner Aaland. Falls ihr es besser wisst, schreibt's gerne in die Kommentare. Zunächst Angeltag würde so ein räuberischer Friedfisch übrigens ebenfalls gut passen. Der war gar nicht dahinter, der war schon. Fischer. Großer? Nee, kleiner wieder. Also nichts Kescher? Nee. Jetzt scheinen sie irgendwie in Beißlaune zu sein. Dustin hatte gerade einen richtig guten Fisch verloren. Jetzt ist bei mir wieder einer eingestiegen, aber das ist wieder ein ganz kleiner. Der bringt uns leider nicht weiter. Oh, krasser Biss, die sind da. Jetzt sind sie da. Jetzt kriegen wir sie weg. Kleiner Zander. Jetzt holen wir sie uns. Männer und Frauen und Mädels und wie auch immer. Ein Biss nach dem anderen. So war es gestern auch. Jetzt kommen sie. Ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt kommt noch ein großer. Komm weg. Doppelt so groß am besten. Ja. Und tschüss. Wie kann das sein, ey, dass wir die verlieren? Die man verliert, sind immer die größten, ne, Becky? Oh, schöner Biss, aber wieder ein ja, vielleicht ein Biss. Naja. Ja, doch, hol mal Kescher bitte. Ja, das muss ein größer hin. Ist ein kleines Upgrade. Für heute auf jeden Fall der größte Fisch. Wie groß? 55. Oh, nee. Der bis jetzt größte Fisch. Aber leider immer noch nicht die Zielgröße. Aber die Fische sind gerade am Spot. Ich mach gleich weiter. Oh, der wollte zurück. So, gleich weitermachen. Die waren gestern alle größer als der, ne? Ja. Ja. Fühlt sich sehr schwer an, aber fühlt sich komisch an. Ich glaube, der ist quer gehakt. Ist quer gehakt. Kescher? Oh, der hatte 60. So, der nächste Fisch. Also die Fische sind da. Daran sieht man, dass wir leider uns so entscheiden mussten, wegen der Gegebenheiten mit der Schleuse heute Morgen. Aber eigentlich wäre es natürlich viel schlauer gewesen, heute Morgen auf Hecht zu angeln
und dann zur guten Tide hierher zu kommen. Und wir haben heute Morgen den ganzen Vormittag damit verplempert, in einer schlechten Zeit zu angeln. Naja, nicht so schlimm. Vielleicht haben wir irgendwie Glück und fangen jetzt noch 2 große, 3 große in kurzer Zeit. Dann gehen wir auch noch mal ein bisschen Hecht angeln, oder Becky? Ja. Oh, das ist der nächste. Das war ein richtig schöner Biss. Der ist ein dicker aus, bisschen besser. Ja, der bockt ganz schön. Ist kein Monster, glaube ich, aber 60er? Könnte ein 60er sein. Ja, der ist gut. Das ist die Größe, die wir wollen. Das ist die Größe. Yes, yes, yes! Darfst den gleich weitermachen. Immer noch kein Monster, aber 60 hat er. Wir messen ihn gleich. So, der Fisch hat genau 62. Eher die Größe, die wir benötigen. Der darf gleich wieder zurück. Geil, Becky. Oh. Dustin und Felix tasten sich ran. Wenn 2, 3 weitere Zander dieser Größe kämen und dann noch Zeit zum Hechtangeln übrig wäre. Wir bleiben vorerst im Konjunktiv, aber zumindest scheint etwas Hoffnung aufzukeimen. Bei CWC diskutieren die beiden Kapitäne den nächsten Schritt. The only thing what we don't have is big pikes. Yeah. So we skip this and go for pikes. We can take one rock pile more and then we go. Come. We can do the math because you know 45 perch. Listen. Ist halt die Frage, was wir jetzt machen. Wenn wir jetzt hier weiter ackern. Ich würde sagen, bis 1. Ja, und dann würde ich Hecht angeln gehen, allein um die Fullcard zu bekommen und vielleicht nicht letzter zu sein. Ja, und dann haben wir eine Stunde Hecht. Ja, dann haben wir ein paar geile Bisse jetzt da drüben. Ja. Das siehst du, wenn die Fische on sind, dann geht das auf zur Stelle. Deswegen, es war so dumm. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt die Hechte und könnten jetzt hier zu Ende machen. We decided to Evert, he has some waypoints with some really good spots and we really want to try them. And after maybe 45 hour, we need to go all in for a big pike. We're missing a really nice pike, so. And you're the pike man. No, I don't know, but No, I don't know. I know you're the pike for man. me, it should be fun if we can hook a nice fish. We'll see. So, wir wechseln wieder. Wir fahren weiter an den nächsten Spot. Wieder flussabwärts. Das war jetzt so unser flussaufwärts hochgelegenster Spot. Und jetzt geht es wieder Stück für Stück runter. In der Hoffnung, dass irgendwo Minimum ein Upgrade-Fisch noch kommt. Am besten natürlich 2 oder auch alle, die wir brauchen. Es ist wirklich tough. Das Wetter macht das Ganze nicht einfacher. Aber wir geben Gas und versuchen es einfach noch irgendwie hinzukriegen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der jüngste Teilnehmer der Fisch- und Fang-Profiliga hat gewonnen. Und wer bei all dem Wettkampftrubel die Tipps der Profis nicht so richtig mitbekommen hat, der darf gerne mal in ein Angelmagazin gucken, weil da hat man auch die Ruhe, schwarz auf weiß, alles nachzulesen. Nur als kleiner Tipp. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Halt leider beides nicht da,
Aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Oh, stimmt. Und neben der höheren Golden Ticket Chance möchte ich euch einen weiteren Anreiz geben, früh zu bestellen. Wer bis zum 31.05. seinen Kalender vorbestellt hat, hat die Chance, einen von 5 Adventskalendern umsonst zu bekommen. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Neuer Spot, neues Glück. Genau. Birger twitcht jetzt ein bisschen hier und ich kränke. Ja, wir haben eine Brücke mit viel Schrott unten drin, vom Bau wahrscheinlich oder was auch immer. Da liegen Steine, da liegen Eisenträger, da liegt alles Mögliche. Und da liegen auch manchmal Fische dazwischen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? So mit Wobbler gut, die Tauschaufeln, die stupsen häufig drüber. Da hängt man nicht so viel. Mit Gummifisch ist das hier ein Horrorplatz. Ja, schauen wir mal. Ne? Am liebsten einen großen Barsch, oder? 2. So. Also, zack, habe die Ehre. Oh, kein Wind. Oh, hier ist das so angenehm. Oh. Ah. Grenzwertig der Wind. Das ist brutal, Alter. Das ist heftig. Ach, jetzt 21 Gramm drauf. Spüre ich erst, wenn er hier hinten in den Rückströmbereich reinkommt. Völlig irre. Tja, so langsam wird das Eis dünner. Wir fahren jetzt an einen weiteren Spot, der uns zumindest vor 2 Wochen eigentlich gut Fisch produziert hat. Es ist irgendwie auch alles anders. Dementsprechend können wir eigentlich nur probieren. Vorhersagen wollen wir nichts. Wir geben einfach noch mal unser Bestes, dass wir vielleicht dort noch mal was rauskriegen. Wenn das alles nichts bringt, dann werden wir noch mal irgendwie tief in unseren Hirnwindungen nach einem Plan C oder D oder wo wir dann schon sind, graben müssen. Naja, einfach weitermachen. So sieht's aus. Let's go. Guter Fisch? Guter Fisch. Oh, ich hab's gesehen, in seiner guten Spitze. Oh, geil. Ja, kein Monster. Aber 60 hat er auf jeden Fall. Hat er nicht. 60, doch, 60. Ja, okay, komm. Guck mal, wie er den Köder weggenommen hat. Schöner Fisch. Über, warte, 61. Okay, wir müssen uns beeilen, deswegen Fischrutsche. Upsa. 61. Ah, Mist, ey. Gestern waren alle größer. Ihr seht jetzt genau, was ich vorhin gesagt habe. Wir konnten es leider nicht machen. Wir mussten den Plan so machen, wir konnten nicht vorher auf den Hechtspot. Aber ihr seht, das wäre echt sinnvoll gewesen. Jetzt hier in der besten Zeit Zander angeln und vorher Hecht. Naja, weiter geht's. Wir haben so gehofft, dass es früher passiert, ey. Das wäre so geil, Becky. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt die 2 Hechte und könnten jetzt bis zum Ende hier angeln. Mist. Fisch, 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 good fish, good fish. Lukas, Fisch, 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 Fisch. Guter Fisch. Versuchen unten zu halten. Oder? Ja. Da kommt er. Alter, nein! Alter. Ey, das kann doch kein Mensch
Alter, das gibt es nicht. Ey, das kann's doch nicht wahr sein. Ey, was ist denn los? Was haben wir denn falsch gemacht, dass wir so eine Scheiße abkriegen? Ey? Was soll man dazu sagen? Und dann scheitere ich echt am absoluten Lieblingsfisch, dem Hecht. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber es war ein richtig guter Fisch. Ach Mann. Was sicher echt nicht vorteilhaft war hier, war, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es hat eine brutale Strömung, die hier auf diese Spundwand knallt. Und es war echt nicht einfach, den Fisch hier irgendwie überhaupt Richtung Boot zu bekommen. Also ihr seht das auch am E-Motor. Wir müssen auf Vollgas fahren, um uns einfach nur auf der Stelle zu halten. Wenn es dann daran scheitert, ist es nur ärgerlich. Lukas hat so einen Fisch verloren, ich habe so einen Fisch verloren. Ganz ehrlich, was machen wir falsch? Oder, also weißt du, ich meine... Nix, der Fisch hing einfach beschissen. Der Fisch hing einfach nur am letzten Drilling und da machst du halt gar nichts. Aber es ist halt einfach absolut absurd, dass es einfach der dritte Fisch ist, der in die Meterliga spielt. Oder wegen mir nur 90, aber das hat er auf jeden Fall gehabt. Das sind genau die Punkte, die uns fehlen. Das ist genau das. Ist einfach unfassbar. Und ich habe noch, oder du kannst hier kaum jiggen, gefühlt richtig. Dann habe ich gedacht, okay, mit dem Crankbait, das ist genau das. Irgendwo wird hier irgendwo in diesem ganzen Getrubel irgendwo ein Fisch stehen. Dann pfeffert der da drauf, gleich gespürt, dass es ein guter Fisch ist. Und klar, dann hängen sie halt nicht. Das ist, ja, was soll ich sagen, einfach weitermachen. So ist das Leben. Also, wir haben schon mal einen Barsch. Aber ob der uns weiterhilft, das glaube ich ja nicht. Das kann ich eigentlich ganz schnell gucken. Nee. Ich habe hier eine Scale an der Route, wo 40 cm dran sind, also der ist deutlich drunter. Wir bräuchten einen 39er Barsch, also so Mitte 30 ungefähr. Ja. Barsche sind da. Aber ein bisschen größer bitte. Oh, it's windy, windy. Den machen wir mal hier runter, sonst ist er gerade weg. Und jetzt müssen wir mit dem Verbrenner vorfahren, weil gegen Wind machen wir hier gar nichts. Nicht mal mit dem Garmin Force. Keine Chance. Also dann machen wir das Ganze in der anderen Richtung mit dem Wind. Sollte klappen. Fish, perch, big perch, big perch, big perch. Yes, now we have it. Yes. Maybe not so big, but 40. Yeah. Ich sage jetzt auch nichts mehr am besten. Oh, Stone. Ja. It's an upgrade of yes. Langsam kommen wir raus, wo die Barsche stehen. Auf den Tray One wieder, dieses Mal in Gelb. Barsch wieder rüber um die 35, denke ich. Knapp 38,5. Weiter geht's. Good job, man, good job. Hoppa. Let's go back. Prey One, immer dieses Gelb. Der Prey One in diesem Gelb auf Zander, Barsch. Brutal einfach. Ja, so brutal ist es heute auch nicht gelaufen, aber es fängt immer wieder. Gut, weiter geht's. So, und mal wieder ein neuer Spot, beziehungsweise ein neuer Alter. Wir sind zurück auf dem, wo wir heute Morgen angefangen haben. Hoffen, dass die Barsche hier aktiv sind und dass, wenn einer weiß, dass er auch hängen bleibt, muss man ja mittlerweile auch dazu sagen, ist auch nicht mehr selbstverständlich anscheinend hier auf dem Boot. Wir müssen uns jetzt belohnen, Lukas. Ja. Ganz ehrlich. Langsam, irgendwie müssen wir uns jetzt belohnen für die harte Arbeit, weil, ganz ehrlich, wir fahren schon an die Spots, wir finden auch irgendwo die Fische und gute Fische zum Teil, aber sie bleiben einfach nicht hängen. Also um die Zeit hat es ja funktioniert, also ich hoffe, dass jetzt die Barsche da sind. Ja. Belohn dich, wie man so schön sagt. Der Wind ist so krass. Lukas schmeißt in die eine Richtung, endet 90 Grad woanders.
brutal. Ey, irgendwie habe ich das Gefühl, knallt gleich noch einer, aber es bringt uns nichts, weil wir einen Hecht brauchen. Ne? Lucky Wurf, lass bitte noch drin, weil jetzt habe ich gerade im Gefühl, dass da noch einer steht und der kommt jetzt. Guck genau hin, ich lasse den runter in den Köder, ja, bis zum Boden, anjiggen und gleich kommt der Biss. Ey. Yeah, fish. Good. Nice one. Perch. Is it? Oh, if it's a perch, then it's a nice one. Yeah, that's the one. No, sender again. Perfect. Good job. Stefan. Toek. Yeah. I don't think it's an upgrade, but I think it's too small, 55 sender. No. Report it. Of course. Because it's the third biggest. At least a fish again. I don't think it will help us. Okay, jetzt wirklich der letzte Wurf hier und dann gehen wir auf Hecht. Nicht, weil dass wir glauben, also unser Plan ist nicht aufgegangen, wir wollten 4 Zander über 65 fangen. Das ist uns gestern sehr gut und sehr schnell gelungen. Jetzt nicht, aber wir wollen für die Fullcard gehen. Deswegen wechseln wir nochmal auf Hecht. Auch wenn wir nicht glauben, dass uns das in die nächste Runde bringt. Auch mit großen Hechten nicht. Dafür sind die anderen Fische zu klein. This here, we don't know if they are there now, but I think we have to give it a go. Even though if it will be a shit ride. Yeah. I think so, and you know, the weather is perfect for pike. It's windy, but that's good. I like it. Let's do but this. we go slowly up. Yeah. And hopefully we can meet the waves good, so we can be there on. It will be, but doesn't matter. We need to go to the spots. Yeah, let's do this. Wie Nace setzt auch CWC also für den Schlusssport ganz auf Hecht. Dustin und Felix müssen das Boot dafür kurz aus dem Wasser holen, während Truman und Ewert der Seeweg offen steht. Ja, Fisch. Guter Barsch. Okay, spring mal. Spring. Jawohl! Lukas, congrats! Alter Vater, ey, du. Ja, da jetzt sind wir ja erst mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht mit dem Measureboard nach der Nummer. Oh, jawohl! 42. Jawohl, Lukas. Dann darf er wieder los, der Schöne. Oh, endlich. Congrats. Well done. Oh, hart erarbeitet. Ja. Der Übeltäter. Juba Smart von Molex. Wir haben gemerkt, dass sie hier doch auf etwas kleinere Köder eher stehen und deswegen haben wir ein bisschen downgesized mit den Twitch Baits und es hat zum Glück funktioniert. Es ist ein Anfang, es ist immer noch nicht, denke ich, unser Finalticket gewesen, aber es war auf jeden Fall ein guter Schritt näher. Denn ein 42er Barsch upgradet auf jeden Fall den kleinen Hecht aus der Karte. Ja. Und das ist gut. Ja, vielleicht kommen ja noch mal so ein Barsch. Weil auch im Training, wenn da einer war, waren oft vielleicht der ein oder andere mehr. Also mal schauen. Wir machen wieder weiter. Einer mit dem Twitch-Bait, einer mit dem Crankbait. Durch den ganzen Wind ist es so trüb geworden. Also das ganze Wasser wurde derart aufgewühlt hier jetzt am Ufer, also im Uferbereich. Also super spannend jetzt gerade zu fischen. Wir versuchen gleich nochmal einzuholen. Drückt uns die Daumen. Lukas hat sich vertan. Der 42er ersetzt einen 33er Barsch. Trotzdem endlich ein Erfolgserlebnis. Und wer weiß, vielleicht geht ja doch noch mehr für Roughneck. Wahrscheinlicher ist das für Birger und Gregor. Doch langsam läuft ihnen die Zeit davon. Der blaue Twitchmaster, ey, der rasiert hier jetzt aber. Junge.
Ja. Jawollo. Sehr gut. Good choice, ey. Good choice, Mann. Twitchmaster blau. Okay, ja. 57, ne? Der neue Spot zündet. Wir geben weiter Gas. Damit hatte ich nicht gerechnet. Flipperzander. Ist das ein Fisch? Ist das die? Nee. Doch, Fisch. Ha, der hat sich ja gar nicht bewegt. Zander. Ja. Und zwar noch größer. Gut. Ja, bei dem Wind, ne, manchmal hängen die sich da nur so drauf. Oh, 58, ne? Guck mal. Jetzt musst du wieder Linse putzen. Doppelpack binnen Minuten, der CVCs Vorsprung weiter verkleinert, aber nicht vollständig schmelzen lässt. Einen Fisch wird es mindestens noch brauchen. Was die Köder betrifft, beweist Birger aber heute erneut ein gutes Händchen. Mein Köder von den 2 Fischen gerade. Auch wieder der kleine Twitchmaster in Blue Bait, also ganz normales Laubendekor im Prinzip. Ganz feiner blauer Streifen oben und so eine bisschen dunklere Folie. Jetzt ist es hier deutlich klarer als an den Spots, wo wir eben geangelt haben. Deswegen bin ich mit der Farbe ein bisschen dezenter gegangen. Ganz einfaches dezentes Weißfischdekor. Es ist keine große UV-Farbe dran und nichts. Das ist dann immer besser als Sonne auch draußen. Hier ist auch nicht so viel Wind. Ja, und funktioniert, ne? Now we are at the Great Pike Spot. It's really windy. Look at the waves. It's crazy here. Hopefully it's some nicer pikes around. I'm gonna start with the famous Miura's Mouse. And my favorite color is the ice cream. Together with the Pigshed 23 spotted bullet. This is a really good pike lure. Pushing lots of water. You can fish it fast or slow, but I like to fish it quite slow so the pike can just go up and take it. Okay, wish us luck. So, wir sind am neuen Spot. Jetzt müssen wir noch slippen. Das dauert bestimmt eine halbe Stunde. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde zu angeln. Aber wir hatten gestern hier einen 1,10 Meter Hecht und einen 46er Barsch. Die würden uns natürlich helfen. Gucken wir mal. So, während wir hier warten, angeln wir natürlich. Wirf auch mal einen nach hinten weg, bitte. So klares Wasser ist dann schon mal was Schönes im Vergleich zu dem, wo wir eben waren, ne? Ja. Sollte es wie im Training wieder einen 46er Barsch geben, müsste es heute schon ein 1,13 Meter Hecht sein. Dustin und Felix müssen sich arg ranhalten. Für Roughneck tickt die Uhr ebenfalls immer lauter. So langsam kommt auf jeden Fall Druck auf, ja, weil es ist einfach nicht mehr viel Zeit. Es ist natürlich immer noch so eine kleine Geschichte, wenn man sich nicht so gut auskennt, dann muss man, wirklich auf das setzen, was man hat. Und es hat sich heute noch nicht ganz so bewährt, um ehrlich zu sein. Aber naja, weitermachen, dranbleiben. Wir müssen uns auch hier gleich die Power Hour machen mit dem Scope einfach. Oder? Weil wir groß schleppen schaffen wir eh nicht mehr. Ja, aber das spielt eh keine Rolle, weil da kannst du unschleppen und scopen. Das steht dir alles zur Verfügung. Ne? Well, bigger one? No. Sure? Oh, fuck off! Did you see it? No, it was still deep. It was here, slowly coming. Evert, you can't lose them like that. Huh? I could see the fish was swimming against you. I lost the pike. Show them. Talk about the bait and show them. Yeah.
Stefan is fishing with the mirror's mouse, and he's gonna fish more like in the drops. And I try to fish them on the weed line, more shallow. And Buster Swim is a perfect search bait for it. And I was casting into the shallow area and got a strike right away in the first cast. But yeah, it came off. Brand new owner hooks. So I don't know what went wrong, but it's gone. But yeah, that's also fish. But we continue. And we're gonna take another one. Fisch aus? Ja, der ist klein. Ein kleiner Barsch. Diebel an einem kleinen Chatterbait. Kleiner Barsch. Ich weiß gar nicht, ob man den Schrei gehört hat, aber es hat hier total Gehalt. Es tut mir echt leid, aber die Emotionen müssen manchmal raus, wenn man gute Fische verliert und dann ein wirklich schöner Zander jetzt im Kescher liegt. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Köhl ist auch schon raus. Auf den Fork Flex von Molix in weiß. Ich hatte ja schon davon gesprochen. Der weiße Sculper hat rasiert. Jetzt rasiert auch noch hier dieser V-Tail. Jetzt holen wir den mal raus. Oh, ein schöner Zander. Junge! Ja, Mann. Alter, das ist ein Brett, Junge, der hat 70. Jawoll, Junge. Was haben wir? Warte mal. 74,5. 75er Zander. Ja. Boah. Oh, geiler Fisch, Bro. Vielen Dank. Versuchen es. Jawohl! Fühlt sich unglaublich an. So ein schöner Fisch. Voll draufgegangen auf diesen schönen weißen Gummi. Unglaubliches Gefühl. Ich habe gerade noch zu Lukas gesagt, komm, lass uns ein bisschen weiter vor. Und in der Fahrt, als ich das Mikro sogar noch in der Hand hatte und mit der einen Hand kaum fischen konnte, fährt der voll rein. Hammer. Den haben sich die beiden mehr als verdient. Bärenstarker Zander, der Roughneck für die letzten 60 Minuten wieder in Schlagdistanz bringt. Bullseye scheint durch zu sein. Aus dem Zweikampf zwischen Fisch und Fang und CWC wird aber nun doch noch ein Dreikampf. Marco zeigt uns nochmal, welcher Köder dafür mitverantwortlich ist. Nur 2 Worte noch kurz zum Köder, der gerade uns diesen wunderbaren Zander beschert hat. Das ist der Molix Fork Flex mit einer Spezialformula. Super, super dehnbar. Unglaublich. Funktioniert wunderbar. Hat ein super, super Spiel im Wasser. Was ich auch übrigens empfehlen kann, wenn ihr dieses Material, wenn ihr das aufziehen wollt, ist manchmal ein bisschen schwieriger. Nehmt ein Feuerzeug, macht die Spitze vom Haken heiß und schiebt es dann durch. Das ist ein bisschen einfach. Macht es nur nicht zu heiß, weil sonst schmilzt das Material. Aber funktioniert wunderbar. Und Lukas hat hier übrigens auch noch etwas drauf gesprüht, das kann er nachher vielleicht auch noch mal kurz erklären. Das riecht nach Knoblauch und gibt ihm noch einen gelben Reiz. Ja, die Farbe hat echt rasiert die letzten Tage und diesen schönen Zander gebracht. Schauen wir mal, ob es noch einen gibt. Es ist wirklich krass schwierig, hier Kontakt zu halten bei dem brutalen Wind. Aber man muss ehrlich sein, Marco und ich verwenden beide die Molix Furetto Speziale in der Soft- and Stickbait-Variante. Das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, eine Schwarzbarschrute vom Grundgedanken her. Die ist aber so schön straff und hat einen so hochwertigen Blenk, dass du wirklich den Gummifisch perfekt spürst. Richtig schön straffe Rute, mit der jiggen wir eigentlich immer unsere Zander. Hier in einer schönen Kombination mit dem 18 Gramm Kopf und dem RA-Shell in 4,5 Inch. Funktioniert wunderbar, ist eine echt geile Rute. Oh. Wenn so Böen kommen, dann fühlt man mit keiner Rute mehr irgendwas, kann man erzählen, was man will. Aber bis dorthin sind wir eigentlich ganz gut dabei. Wir benutzen nochmal unsere Power Hour. Wie auch gestern, wir brauchen sie eigentlich nicht so wirklich, aber hängen das Teil jetzt nochmal rein, das Active Target, und leuchten hier ein bisschen um diese Brückenpfeiler rum.
Wie gesagt, da liegt ja ein bisschen Schrott und Zeugs. Vielleicht sehen wir da was. Ne? Man kann das jetzt auch blind fischen, dafür braucht man so ein Gerät nicht. Also wer sich jetzt scheut, für ein paar tausend Euro sich so ein Live-Gerät zu kaufen, ist okay. Ich habe auch keins zu Hause, es ist nicht zwangsweise. Braucht man es nicht, ist aber ganz cool in manchen Situationen, kann man da schön mit schauen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Ne? Vielleicht finden wir ja da noch was sich lohnt. Dann wir machen Strategiewechsel, der Wind wird nicht weniger, die Hechte eben leider nicht mehr. Das hat uns dazu bewogen, dass wir jetzt nochmal komplett umswitchen. Wir gehen in den Bereich, der ist windgeschützt und werden da weniger spezifisch angeln, sprich Powerfishing, Zander, Hecht, Barsch, theoretisch alles möglich. Uns wäre ein großer Hecht immer noch am liebsten. Wir nehmen natürlich auch einen dicken Barsch oder einen schönen Zander, aber da sind die Chancen sicher nicht schlechter, weil wir haben jetzt in Summe schon 5 Stunden im Freiwasser geworfen, plus minus, und weder ein Biss noch ein Anfasser, sowas gehabt. Die Bisse, die wir hatten, waren immer im Kantenbereich zum Flachen und die Fische. Drum ja, hoch gepokert, nichts gewonnen bis jetzt. Jetzt machen wir die letzte Stunde nochmal was anderes. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Bist du ein knallharter Typ? Oder doch ein Softie? Dura International, get Gummi! It's really tough. It's so heavy wind, so we can't fish everywhere. We need to have some shelter. The wind has picked up. I think it's 11 meters per second, at least. But we keep on drifting here and see if we can snatch a pike. We had one pike just followed the Muras into the boat, and Evert missed one pike on shallow. So it's some pike here. At the same time, I want to show you guys the rod that I love so much. It's the BFD Instinct 8.6 up to 180 gram, and you can cast everything from 30 gram up to 180. And it's very light. It has a really good backbone, and you cast very, very far away with your lure. Check it out. Jetzt ist die letzte Stunde angebrochen. Echt? Ja. Ballern wir gleich hoch, oder? Ja, klar. Da, wo ich den Dicken drauf hatte, oder? Ja, ja. Ah, gute Bisse. Wir haben jetzt nun den Spot gewechselt. Wir gehen jetzt leider Schleppangeln. Für das Vertikalangeln ist es zu windig, zu viel Wind. Hoffen wir, dass noch ein schöner Pike kommt. Ansonsten, ja, es ist wie es ist, sagt ein guter Freund von mir immer. Also, schauen wir mal. J'aime pas beaucoup pêcher à la traîne, mais enfin ça peut parfois être efficace. Et donc ici je change de canne, je prends une canne casting beaucoup plus puissante, la Bashtar Pike de chez Stocky en 2,40 m, 30-80 grammes. Et un bon moulin casting, équipé bien costaud.
souvent les touches sont très violentes en trolling, donc on va essayer de faire un gros brochet. Je vais utiliser un gros leurre souple et je sais pas mon ami Stéphane ce qu'il va utiliser, apparemment un hybride perche. Voilà. Ist eine Mischung aus Wobbler und Softbait mit einem Hartkopf. Läuft sehr, sehr realistisch. Ja, probieren, probieren, probieren. Fisch. Bisschen Zeitvertreib hier. Das bringt uns nichts, Becky, ne? Nee. Kleiner, süßer. Bringt uns nichts. Weiter. Ah. Sei bloß ein Barsch. Will ich auf Hecht tippen? Was Gutes. Große Kescher? Ist geil. Großer Kescher? Ja. Ja. So, Power Hour. Active Target angemacht, nach da ausgerichtet, dahin geworfen, Fisch dran. Das wird Metafisch sein, oder? Stunde vor Schluss, Leute, warum immer so knapp alles? Warum denn? Er hat es nicht gecheckt. Jawohl. Rausgeflippt. Twitchmaster Bluebait rasiert hier an den Brückenpfeilern. Vielleicht der letzte Fisch für heute, Gregor. Vielleicht. Vielleicht. Ne? Obwohl, wir haben noch ein bisschen Zeit. Beschweren tun wir uns nicht über den, also ganz sicher nicht. Tut er. Jo. Genau, 85. Perfekt. Deswegen war auch kein Barsch hier zu sehen. Ja, wahrscheinlich, ne? Flatsch. Sehr schön. Oh, gut. Also, ja klar, an der feinen Barschrute fühlt er sich erst groß an. Sehr groß, weil der dann runtergeht und hier unten so rumstampft. Aber 85er Hecht, das ist echt ein schöner Hecht. Den nehmen wir dann gerne noch mit. Super, ey. Das hat sich ja noch mal richtig gelohnt, den Spot hier anzufahren am Nachmittag. Okay, ja, ey, dann machen wir geil, Power Hour, lohnt sich. Leute, ihr braucht einen Livegeber, ist wichtig. Den macht ihr nach da und der angelt nach da, dann läuft das doch. Empfehlung des Meisters, da hinten musste ich Barsch jetzt montieren. Gleich werden wir sehen, ob der Kollege recht hat. Was hattest du eben noch gesagt da hinten? Wer fängt, hat recht. Ja, ja, verdammte Scheiße, ja. Ja. Hast du recht. Du hast es selbst gesagt. Aber sowas von. Ein 77er Hecht fliegt raus, ein 85er kommt rein. Und damit wäre die Fisch und Fang zum jetzigen Zeitpunkt weiter. Sehr cool übrigens, wie locker Birger und Gregor selbst in der absoluten Crunch-Time bleiben. Nace ist inzwischen raus aus der Schleuse und alles, was jetzt noch bleibt, ist der Mut der Verzweiflung. So, Becky, 50 Minuten. So, letzter Spot, Dustin. Gestern gab es einen Meter hier, den brauchen wir heute nochmal. So, Dustin und ich fischen jetzt hier in einem kleinen Flussabschnitt mit vielen Seerosen. Wir haben beide jetzt erstmal mit dem Spinnerbait angefangen, mit dem Mace Runner, Größe L. Ich werde aber gleich mal zu einem Venom, zu einem großen wechseln, damit wir auch beide einfach ein bisschen mehr abdecken. Wir haben ein Spinnerbait, ich mit dem Shad. Und dann hoffentlich kriegen wir irgendwie jetzt in den letzten 45 Minuten noch einen Hecht, am besten einen großen Hecht. Bin schon da. Und das ist auf jeden Fall der 40er. Jetzt bin ich im Rage-Modus. Twitchmaster Blau. Wahnsinn.
An dieser Stelle vielen lieben Dank am Echolot-Zentrum Schlaggitter für die super Geräte. Hat uns auf jeden Fall viel geholfen. Die locken anscheinend Fische an aus der Distanz. Ja, naja gut, das hat jetzt 40. Ja? 40. Ja. Vielleicht 41 so. Vielleicht 42. Gucken wir. Mal ist zu, ne? So? Ja, gut. 39,5 Grad so, ne? Ja. Millimeter drüber, siehst du? Also 40. Ich weiß aber gar nicht, ob das gerade noch was nach dem Hecht bewirkt. Weiß aber wir melden das auf jeden Fall noch. Ja. Gut. Ja. So. Also das war's. Die letzte Stunde hänge ich den Köder nicht mehr ab. Könnt ihr vergessen. Gar nichts anderes mehr in den Einhänger rein jetzt. Ist ja eh klar. Das sah schon wie der Finalfisch und damit wie der Sargnagel für die Verfolger aus. Nach Birgers 85er Hecht bedeutet dieser Barsch aber keine Verbesserung. Und so bleibt der Vorsprung vor Platz 3 und 4 denkbar knapp. Etwa eine Dreiviertelstunde ist noch zu gehen. Wir springen noch einmal an die Tabellenspitze. Ja, also der Driftsack ist heute eher ein Kite. Das ist jetzt ungelogen, der stand vorher 2 Minuten in der Luft neben uns, aber jetzt hat er Wasser, jetzt kriegt er Zug. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen driften. Ohne Driftsack überhaupt keine Chance. Und so schauen wir jetzt, das ist für heute ziemlich sicher die letzte Stelle. Wir haben noch 3/4 Stunden Zeit. Ist jetzt ganz klar eine Ausweichstelle für uns, eben mit Chancen eigentlich auf alle 3 Zielfische, aber ich denke, die Chance für den Barsch ist hier am höchsten. We have fished this edge and we have one follower and missed one. We don't know if it was a decent one, I don't think so, but now we don't have any more to fish because it's so windy on the other places. We need to stop it and we go back where it was a little bit more shelter and try to upgrade with some bigger perch or something because we can't go to our pike spots. It's too windy today. It is what it is, Evert. Let's go and take the last big perch, okay? Of course. We never give up. Never. Ja! Arsch. Fisch? Ja. So, wenigstens die Full Card, weißt du? Lass den mal so, dass ich ihn abhaken kann. Ja. Fast. 53 cm. Glückwunsch zur Full Card. Haben wir uns alles anders vorgestellt. Lassen wir den erstmal schnell zurück. Schön ist er ja. Schön ist er echt. Ist wunderschön gefärbt. Das haben wir uns alles anders vorgestellt. 53 war der? Ja. Wow. Gestern hier 1,10 Meter gehabt. Auch mit den Zandern. So ist es, so ist es, so ist es. Oh nein. Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Das ist die Frage, wa? So, jetzt fangen wir halt noch ein paar. 1 Meter Fisch muss schon noch kommen. Hatte eben noch einen Biss, Becky. Ich dachte, oh, der ist groß. Der ist saugroß. Hast du gesehen? Ja. Der hatte 90. Der ist noch da. Siehst du noch? Ja, der ist noch da. Da, siehst du? Wow. Guck dir an, guck, der ist ein Meterfisch. Das ist ein Meterfisch. Der ist immer noch da. Siehst du noch? Ja, er kommt. Scheiße! Ist er noch da? Nee. Doch! Oh, jetzt habe ich ihn berührt, jetzt ist er weg. Fuck! Oh, es war ein Meterfisch die ganze Zeit. Ich hatte vorher einen Biss, dachte, hä? Jetzt schwamm hier ein Meterfisch die ganze Zeit hinterher. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Pech kann man haben? Das ist so klar. Heute haben wir echt Pech. 53er fangen wir, Meterfisch, tanzt uns auf der Nase rum. Er hatte gebissen beim ersten Wurf, beim zweiten Wurf ist er bis zum Boot hinterher und stand bestimmt eine Minute hinterm Köder.
Ich habe alles probiert, aber er wollte einfach nicht beißen. Soll nicht sein. Sinnbildlich für Nays diesjähriges Turnier. Es sieht so aus, als seien Dustin und Felix trotz Fullcard endgültig geschlagen. Vor allem zwischen der Fisch und Fang, CBC und Roughneck bahnt sich allerdings ein echter Showdown an. Es sei denn, Bürger macht den Sack jetzt zu. Oh, Fisch. Keine Ahnung, Gregor. Ich habe einfach ihn irgendwo hingeschmissen. Spielt gerade keine Rolle. Das gibt's doch nicht. Keine Ahnung. Über 40. Ja. Okay, ich gehe nach vorne. Bitte. Der beste Kescherboy des Tages. Aus dem Schwarzwald. Applaus, Applaus. Zwischenzeitlich haben wir ein bisschen zäh heute, aber jetzt gerade. Ich glaube, der ist eh nicht groß genug. Ich habe ja hier eine Scale an meiner Predator Perch, wo 40 cm, da seht ihr das da. Da kann man die Fische mal so ganz locker dran halten. 40 sind hier oben, also der hat 38, 37, 38, also der hat keine 40, ganz klar nicht. Dann kann er auch schneller wieder zurück, dann brauche ich da auch nicht lange den auf die Scale zu legen. Cool. Ja, wie gesagt, ne? Power Hour läuft noch hier, ist gut. Liegt nur am Power Hour. Ja, das Einzige. Traue mich schon gar nicht mehr, den reinzuwerfen, weil jetzt will ich den auch nicht abreißen an diesem Schrottplatz hier. We have 30 minutes. We do some power fishing. Normally when you have active perch, they will take it in 3-4 casts. So when you do power fishing, go to a spot, make 10 casts, no bites, next spot. Because we only have like 30 minutes from now. So power fishing it is. Ja, ich will jetzt unbedingt ins Finale, ist mir scheißegal wie. Fisch, 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 Fisch. Nein, weg. Oh Mann, ey. Ja, fish. Good one? Yeah. Good! Oh, off! What? I haven't lost a nice sander. Again. I saw it was a good bend on the lizard rod. Oh. Jetzt sitzt. Jetzt ist gut. Großer Barsch? Besser, ja. Und komm, yes. Oh, Alter, den haben wir gebraucht. Den haben wir. Den haben wir gebraucht. Den haben wir gebraucht. Jetzt. Den Barschbaron auch. Der hat auf jeden Fall 45. Ja. Am Ende. Am Ende wird alles gut, ey. Ja. Super. Jetzt messen wir den schnell. Okay. Hat er? Ja. Lost coast. Lost coast. Ja, Mist. Oh, Biss. Fuck. In der letzten Sekunde, Alter. Nur noch 10 Sekunden. Tatsächlich in der letzten Sekunde hier noch einen Biss bekommen. Und damit ist es jetzt aber vorbei. Oh, ich bin ganz schön enttäuscht, muss ich sagen. Ich auch. Wir hatten so einen guten Plan, wir haben so gute Fische gestern gefangen. Wir hatten die Chance, wir hatten einen Meter echt hinterher gerade. Ja, aber das beweist mal wieder, wenn es im Training gut läuft, läuft bei uns dann im Turnier schlecht. Ja, ob der Meter echt was gebracht hätte, wissen wir nicht. Wir haben uns verzockt. Uns hat das Genick gebrochen, dass wir erst auf Zander geangelt haben, weil wir haben 4 Stunden vergeudet. In der schlechten Zeit. In der schlechten Zeit, wo nichts gebissen hat. Als die Tide gut war, haben die Zander sofort gebissen. Wir wollten es nicht andersrum machen, weil die Schleuse hier zum Hechtspot erst um 9 Uhr geöffnet hat. Das heißt, wir hätten 1 Stunde quasi rumgegammelt und haben gestern gedacht, ach, wir schaffen es vielleicht auch, die Zander vorher zu fangen. Haben wir nicht gemacht.
egal. Es hat mir Spaß gemacht, es war anstrengend. Sehr nervenaufreibend die ganze Zeit. Ganze Zeit Anspannung. Ja, der Meterhecht ärgert mich jetzt besonders noch, das muss ich echt sagen. Glaube ich dir, ich habe ihn auch gesehen. Egal, ihr habt ihn vielleicht auch gesehen. Kommt trotzdem her. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Folgen. Wir haben es leider nicht geschafft. Im nächsten Jahr sind wir wieder da, oder? Safe. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Good job. Oh, c'était très compliqué. La météo exécrable. Je crois que j'avais jamais pêché dans des conditions pareilles. On voulait des grosses perches pour essayer de rester dans le haut du tableau et espérer décrocher une place en finale. On n'a pas pu faire mieux que, je pense, 38 cm, 38 et 37. On sait que ce sera pas suffisant, mais pour une première expérience, en tout cas, on va en garder un très bon souvenir. Merci Stéphane. C'était vraiment bien de partager cette expérience-là avec toi. Peut-être l'année prochaine. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich denke, ich vermute, was er gesagt hat. Ja, war heute schwierig, aber soll sicher keine Ausrede sein. Wurden heute sicher auch sonst noch schöne Fische gefangen. Wir haben die 2 großen Barsche gesucht, aber nicht bekommen. So ist Angeln, hat riesen Spaß gemacht mit Steve. Ich denke, es war nicht mal so schlecht für das erste Mal. Ein riesengroßes Dankeschön an Kryptokraft für das Boot, wirklich ein Top-Boot. Merci aussi Fish Explorer, Florian, Stocky Fishing, Ronnie. Merci à vous deux de nous avoir fait confiance. Et on espère en tout cas de ne pas vous avoir déçus. Et on a fait ce qu'on pouvait. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Hein? Ouais. Merci. Macht's gut. Ciao. Wir hoffen nicht, dass es vorbei ist für uns für die diesjährige YPC, aber vorbei mit dem heutigen Tag. Unterm Strich, was meinst du? Also ich meine, ärgerlich mit dem Hecht, brauchen wir nicht drüber reden. Sehr ärgerlich. Haben aber mit dem 42er Barsch und 75er Zander, glaube ich, das absolute Maximum rausgeholt aus den beiden Fischen, die wir jetzt konnten aus dem Tag. Auf jeden Fall, ja. Also es war auch, glaube ich, generell aus der Situation hier im Fluss. Ja. Ich wüsste nicht, was mehr rauszuholen ist. Klar, wer andere Spots kennt und so vielleicht, aber die Fische waren definitiv nicht on Rush heute zum Fressen. Nichtsdestotrotz bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffen natürlich, dass es trotzdem irgendwie gereicht hat für mindestens den 2. Platz, um ins Finale zu kommen. Auf jeden Fall. Danke euch fürs Daumen drücken. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß mit den Finalfolgen dann in dem Fall. Ich hoffe, die anderen haben besser gefangen für euch. Für uns hoffe ich es nicht. Richtig. Markus, Lukas, hat Spaß gemacht. Absolut. Well done. Und wir sehen, was passiert. Absolut. Gregor, ich würde sagen, Birger. Team Fisch und Fang hat das Beste gegeben, was es kann. Ich glaube, das haben wir für unsere Verhältnisse gut gemacht. So wollten wir ungefähr, musste nicht so gut sein, aber so wollten wir ungefähr angeln. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie gut Hardbaits sein können. Man muss nicht immer unbedingt Gummifisch angeln. Das haben wir ja nun mal, weil wir die Dinger bauen, auch ganz gezielt so gemacht. Da kann man ruhig Vertrauen reinlegen, da kann man alle Fische mitfangen in verschiedenen Gewässern, in verschiedenen Spots. Und ja, dann gucken wir gleich mal bei der Verkündung der Endergebnisse, was es geworden ist. Ob das reicht oder nicht, wissen wir nicht. Ja. Wir kriegen keine Infos, wie gesagt. Ja. Und jetzt sind wir selbst total, ja. Ich weiß es einfach nicht, aber es ist auch nicht schlimm. Der Angeltag war super, der erste war super. Mensch, mehr kann man nicht erwarten. Genau. Von daher, alles ist gut und wir schauen nachher, was es gibt. Team Fisch und Fang bedankt sich sehr herzlich bei euch, bei Zuschauern. Schreibt Kommentare, Daumen hoch für uns alle und ja, vielleicht sehen wir uns weiter. Genau. Gewisses hat funktioniert, anderes nicht. Zanderplan ging super auf, der Hechtplan überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht, kann man auch nicht sagen. 89er Hecht, der könnte für uns noch wichtig sein. Ihr wisst es ja besser. Ihr wisst schon. Wir wissen es nicht, bei uns dauert es noch eine Weile. Wir wissen es nicht, aber wir schauen, dass wir jetzt alles hier sicher verstauen. Dann fahren wir ganz gemütlich zurück zum Start, weil die Wellen sind wirklich nicht mehr feierlich. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Show, ihr konntet was mitnehmen. Und ja, dann schaut doch mal bei Bullseye Fishing oder bei Learn to Fish vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall noch einige spannende Dinge erfahren. Bis dann, euer Team Bullseye. Tschüss. Tschüss. I don't think
we managed it to the second round. We never know. No. Everybody gonna have tough today. Yeah, that's for sure. But in the ideal situation, we were on top with the perch that you caught. And I think also with the Zender, that was a big upgrade as well. Yeah, and now it's up to the rest. Maybe second place or the lucky draw. We'll see, it doesn't matter. Hey, we had always, a good job. Yeah, always. Give me a big hug, my friend. Of course! We did what we could. Of course. I think so. We fight to the end. And we casted until the last cast. Yeah. Hope to see you in the final. Cheer for us. Okay, thumbs up. Bye. Catch with care. So, first of all, I want to thank you all for putting up a great show. We had some very, very tough weather conditions, but we saw many fish and we saw some good fish. Everybody had to adapt to those conditions, and I will now announce which teams did that very successfully and will proceed to the next round. The winner of this group have not the biggest perch, they have not the biggest pike, but they started off as rockets today with 2 big Zenders. Congratulations to Tim Ackermann and Markus van Ooy. You finished first. Team Bullseye. In a tournament with so many top anglers, it was clear before that we will have to say goodbye to some crazy good ones in early stage. This time there will be no finals with Team Nace. The vice champion is out. Sorry guys. Wrong strategy maybe. The second team that doesn't make it to the finals is Team Fish Explorer. You guys caught a very, very big pike on the first day and some good other fish, but in total the score is not enough to proceed to the next round. But well fished, guys. So that leaves us with 3 teams: Roughneck Boats, Fish and Fang and CWC. One of those teams will make it directly to the next round. One team can hope for the lucky loser spot and one team will be out now. Team Roughneck caught the biggest pike of this group. Today they reported a 42 centimeter perch and also a 75 centimeter Zender. But in total the points are not enough to go to the next round. Thanks for participating, thanks for a good show. Yeah, so that leaves us with CWC, who made it to the finals last year, and with Fish and Fang. Gregor was there last year, also with some success. Bürger is new. CWC caught the biggest perch of this group, but they failed to get the big pikes as they did last year. So the last ticket directly to the finals goes to Fish and Fang. Congratulations. You guys reported the most fish in total. So, Team CWC, you are invited to the result announcement of Group B and we'll see if you can grab the last spot. Das war Gruppe A. In einer hochspannenden Schlussphase entwächst Gregor also seiner heutigen Rolle als Keschermann und setzt mit seiner 46er Murmel den Schlusspunkt. Wir gratulieren Bullseye und den Hardbait-Enthusiasten der Fisch und Fang zur direkten Qualifikation und verabschieden uns zugleich von Fish Explorer, Roughneck und Nace. Für CWC hingegen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ob Evert und Crewman hier vielleicht doch noch als Lucky Loser ins Finale einziehen, hängt maßgeblich vom Resultat der Gruppe B ab. In der nächsten Episode beginnen wir deren zweiten Vorrundentag. Stroft führt bei fast 800 Punkten vor Abu Garcia, die ebenfalls ein herausragendes Zwischenergebnis erzielt haben. Dass das aber nur bedingt aussagekräftig ist, haben wir in Gruppe A bereits gesehen. Seid also schon am kommenden Donnerstag ab 20 Uhr dabei und lasst uns doch ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Ciao!